Das war noch in der großen Zeit des New Wave, als HP von Leer in die Großstadt nach Hannover gezogen ist. Er hatte den Traum vom großen Popstar und schnell hatte er seine erste Band zusammen, Celebrate the Nun. Celebrate the Nun haben wir gegründet, wann waren das? 86, glaube ich. As long as she went just to school, the world still seemed to be alright. Da war ich gerade in Hannover und so meine erste Amtshandlung in Anführungsstrichen da war, eine Anzeige aufzugeben im Heißen Draht, so wo man kostenlos inseriert. Sänger sucht Keyboarder. Now she's feeling like a fool as a working girl, night by night. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nie gesungen. Das war einfach mehr so, ich dachte auch so, die Punks, die machen das auch alle so, probier's mal. Selbstbewusstsein ist ja bekanntlich alles. In the restaurant, at the gas station from 11 till 5 a.m. Und da habe ich dann schon Rick kennengelernt. Der hat damals mehr Rockmusik gemacht. I know when I think of you then. Naja, und über HP bin ich dann eben so ein bisschen eben in diese New Wave City Pop Schiene hineingekommen. I hope you won't take me for a ride. Ja, wir haben dann rumprobiert, uns eigentlich gleich ganz gut verstanden. When I ask you for what can I do, not feeling insecure, will you be there? Celebrate the Nun war eben so ein bisschen, ja, so Richtung Depeche Mode, würde ich sagen. Also auch dieser Titel so ein bisschen düster. A boyfriend, Steven, a mechanic is the only ray of hope. Es gab damals ein Frankfurter Label, die nannten sich Westside. Die waren nicht so besonders erfolgreich, die hatten Bands wie Camouflage oder Okay, dieser Hit, das Schönste, was Füße tun können, ist tanzen. Das waren so deren Highlights. Und ja, mit denen haben wir halt, weiß ich, 3 oder 4 Jahre lang zusammengearbeitet. When I ask you for, would you follow me anywhere? Will you be there? Es war vor allen Dingen für uns eine Zeit, in der wir unheimlich viel Erfahrung gesammelt haben, in der wir sag ich mal, zumindest unsere Musik produzieren konnten, ohne drauf zu bezahlen. Das war mir schon mal ganz wichtig. Wir haben also nie irgendwie groß investieren müssen finanziell, uns von daher nie irgendwie verschulden müssen, sondern konnten immer produzieren, hatten durch die Produktionsfirmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, immer irgendwie ein Studio zur Verfügung, in dem wir da gearbeitet haben. Und das war vielleicht das Entscheidendste der ganzen Phase. I don't know you feel the same way. Die sind dann irgendwann irgendwie den Bach runtergegangen und wir hatten damals eh nicht den durchschlagenden Erfolg, dann irgendwie noch einen neuen Deal zu bekommen. Und so hat sich das dann damals wieder zerschlagen. When I think of you, drives me insane. I want to see you again, and you don't care about what I say. Don't leave me alone, live your life on your own. Give me an answer and tell me now, will you be there? When I ask you for what can I do? In Deutschland haben wir irgendwie nie großes Licht verkauft. Wir hatten mal einen Achtungserfolg in den USA. Da haben wir es in den Billboard Dance Charts bis auf Platz 5 geschafft. Feeling high and feeling down, giving love, I'll make a frown. Feeling high and feeling down. Ganz spät einen Erfolg haben wir dann mitbekommen, aber gar nicht jetzt mit einem direkten Plattenverkauf, sondern nur mit einer Coverversion eines unserer Songs in Südamerika. Da kam dann eine Herr GEMA-Abrechnung rein, die dann für uns so die Basis des Studios geworden sind. Feeling high and feeling down, giving love, I'll make a frown. Feeling high and feeling down, in this ordinary. Parallel zu der Sache mit Celebrate the Nun, damals habe ich eine Ausbildung gemacht, Industriekaufmann, weil ich eben auch dachte, man kann sich nicht nur auf sowas verlassen, außerdem gibt es dann auch Druck von Eltern und so. Und da bin ich auch froh dann im Nachhinein, dass ich das durchgezogen habe, weil wie es dann ja kommen musste, blieb der große Erfolg einfach aus. Man träumt dann doch immer mehr, als es in der Realität wird. Und ich hatte dann zeitweilig so den Traum vom Popstar und so weiter auch echt aufgegeben. Ich dachte, nee, das war's nun, hat nicht funktioniert. Wir haben zwar 2 Alben veröffentlicht, aber lief halt nicht so. Feeling down, in this ordinary. Feeling high and feeling down, giving love, I'll make a frown. Feeling high and feeling down.
Ich wollte aber unbedingt mit der Musik, irgendwas mit Musik zu tun haben und habe mich dann eben bei einer Plattenfirma beworben und wollte dann auch raus aus Hannover und bin somit in Hamburg gelandet.